Kennst du das Gefühl, du gibst alles, du trägst jeden Bissen, du zählst die Kalorien, als wäre es die letzte Formel zum Erfolg? Du willst diese Veränderung, aber egal wie hart du trittst, die Waage steht still. Die Spiegelung im Flur verändert sich nicht. Und morgens fühlst du dich, als hättest du gar nicht geschlafen. Ich habe einen Freund, sein Leben ist ein Balanceakt aus Familie, Job und seiner Leidenschaft, den Radsport. Er ist der Typ Mensch, der 100% gibt. Er trägt seine Ernährung, er achtet auf jedes Gramm, er verbringt stundenlang im Sattel. Und wenn er abends nach Hause kommt, dann lässt er den Abend gemütlich mit seiner Frau ausklingen, wenn die Kinder im Bett liegen. Sie haben ihre gemeinsamen Rituale, so wie wahrscheinlich jedes Paar, was schon länger zusammen ist. Im Sommer genießen sie ihre Terrasse und den Garten, sitzen gemütlich zusammen und unterhalten sich über ihren Tag. Im Winter, da wird der Kamin angemacht oder man sitzt auf der Couch und genießt eine gemütliche Serie. Sie trinken zusammen ein Glas Wein, manchmal auch zwei. Es soll ja bekanntlich auch sehr gesund sein und lebensverlängernd sein, wenn man ein Glas Wein am Tag trinkt. Man hört es auf jeden Fall überall, immer wieder. Trink ein Glas Wein. Am nächsten Tag sieht die Welt aber oft anders aus. Anstatt gut ausgeschlafen zu sein, komplett regeneriert und entspannt vom Abend, ist sein Körper irgendwie schwer, die Beine sind schwer. Fett verliert er auch nicht so, wie er will. Er hat überall noch Polsterchen, die er eigentlich loswerden möchte. Aber es geht irgendwie nicht voran. Trotz der ganzen Kalorienzählerei und so weiter. Eines Abends war ich auch dabei. Mit ein paar Freunden haben wir uns auch einen gemütlichen Abend gemacht. Wir wollten ein Performance-Video gucken zum Radfahren, wo wir uns noch verbessern können. Und durch Zufall sind wir auf das Video von Seth Gebhardt gestoßen. Und umso länger wir dieses Video geschaut haben, umso aufmerksamer wurden wir. Wir haben lauter Symptome erkannt, die auch bei meinem Freund vorliegen. Die schlaflosen Nächte, das schnelle Einschlafen, der Fettverlust, der ausbleibt, die Regeneration, die nicht vorangeht. Das war total interessant. Aber warum reagiert der Körper von meinem Freund so anders als der von mir zum Beispiel oder von anderen Leuten, die beim Radsport oder beim Sport allgemein kein Problem haben mit der Regeneration und so weiter? Seth Gebhardt erklärt das folgendermaßen. Der Körper geht für den Abbau von Alkohol in die metabolische Triage und priorisiert den Abbau von Alkohol als erstes. Alles andere wird nach hinten gestellt. Der Fettabbau wird komplett ausgesetzt. Der Hormonspiegel wird abgesenkt. Um 75% wird das Testosteron runtergeregelt. Dafür wird das Cortisol hochgedreht, das Stresshormon. Was auch erklärt, warum dann mein Freund nicht so gut schlafen kann. Weiterhin erklärt Seth Gebhardt, dass genau nachts Alkohol auch die REM-Schlafphase blockiert und dementsprechend die Regeneration ausbleibt. Und das natürlich bei längerer Zeit zu chronischer Ermüdung führt. Aber als wäre das nicht alles schon schlimm genug, erklärt Seth Gebhardt weiterhin, dass Alkohol in die Gruppe 1 der karzinogenen Mittel fällt. Karzinogen heißt einfach krebserregend. Und das in Gruppe 1. Da paart es sich mit zwei anderen Stoffen, die wir alle nur zu gut kennen und auch meiden. Das eine ist der Tabak, das andere ist Asbest. Aber bei den ganzen Informationen fragt man sich natürlich, wenn Alkohol so schlimm ist, warum trinken wir den dann? Oder warum trinken so viele Leute den dann? Seth Gebhardt erklärt das hier so, es ist ein gesellschaftliches Thema. Der historische Hintergrund ist einfach. Im Mittelalter oder vorher haben die Menschen halt vergorenes Obst getrunken, weil es sicherer war als das Wasser. Das Wasser war kontaminiert und dementsprechend war Alkohol die bessere Alternative. Zudem, sagt Seth Gebhardt auch noch, dass Alkohol als soziales Schmiermittel gilt. Wir sind damit groß geworden zu sehen, wie unsere Eltern, Verwandten und so weiter Partys feiern, Alkohol trinken, in Kneipen gehen. Wie die Werbung uns zeigt, dass man mit Alkohol super gesellig und lustig zusammen sein kann. Das ist das normale Bild, was wir kennen. Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber wenn man sieht, auf der einen Seite, wie schlimm Alkohol eigentlich wirkt auf den Organismus, und gerade wenn man Sportler ist und eigentlich Regeneration braucht, vernünftigen Schlaf braucht, Fettabbau braucht, ja, dann sieht und auf der anderen Seite sieht, wie viel Geld damit verdient wird. 1,6 Billionen Dollar
Umsatz pro Jahr in der Alkoholindustrie. Man sieht den Lobbyismus, man sieht die Werbung, man sieht auch immer wieder die Fallstudien und die Analysen, die gemacht werden, die ganz deutlich zeigen, wie schlimm Alkohol eigentlich ist. Ja, man sieht aber auch, dass der Staat verdammt viel Geld damit verdient. Deswegen, wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwie zählt man sich eins und eins zusammen und kommt zu der Erkenntnis, dass Alkohol geduldet, gewollt und akzeptiert wird. Nur der es trinkt, der hat die Nachteile. Er bezahlt dafür und das nicht nur mit Geld, sondern auch mit seiner Gesundheit. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch, ja, der Manuel, Vorzeigefahrradfahrer, weiß, wie es geht, trinkt keinen Alkohol, ernährt sich richtig, trainiert ganz hart. Aber so sieht es gar nicht aus. Wer meine Videos verfolgt, weiß, dass ich sehr viel durch Fehler lerne und Schmerz lerne. Und auch ich habe früher gerne mal mit meiner Frau zusammen ein Glas Wein getrunken. Einfach so wie mein Kumpel abends in einer geselligen Runde oder einfach zum Entspannen, zum Essen. Das war gar kein Thema und ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo ich Sport mache, sehe ich halt wirklich die Unterschiede, was die Regeneration betrifft. Und seit die Kinder da sind, habe ich gänzlich aufgehört, Alkohol zu trinken. Nicht, weil ich so sportlich sein will, nicht, weil ich irgendwie Geld sparen will oder so, sondern einfach nur, weil ich für den Fall der Fälle einfach klar im Kopf sein wollte. Bei kleinen Kindern kommt es oft vor, dass sie irgendwas haben, nachts wach werden, schreien, Pseudogruppanfälle haben oder ähnliches. Und da will ich nicht irgendwie Alkohol im Blut haben und die falsche Entscheidung treffen oder zu langsam reagieren. Da will ich einfach da sein. Das war für mich halt die Entscheidung zu sagen, Alkohol hat einfach keinen Platz mehr in meinem Leben. Und wenn man ein paar Jahre keinen Alkohol mehr trinkt und dann das erste Mal was wieder kostet auf seinen Junggesellenabschied, dann haut das bitter rein. Meine Freunde hatten da kein Verständnis für, dass ich keinen Alkohol trinken will. Aber das ist ein einmaliger Tag im Leben. Deswegen habe ich mich überreden lassen. Und die nächsten 3 Tage war ich einfach nur grün, habe mich schlecht gefühlt, elend. Weil am Ende des Tages ist Alkohol einfach ein Nervengift. Das dürfen wir einfach nicht vergessen bei all der Verherrlichung durch die Medien und so weiter. Durch unseren Konsum bzw. durch unsere Gewohnheiten. Bleibt es halt einfach dabei. So, was ist jetzt aber die Erkenntnis daraus für meinen Freund? Wir haben überlegt, was könnte er jetzt tun? Und sind zu der Idee gekommen, wir probieren es mit einer 30-Tage-Challenge. Und damit wir sehen, wie nur der Alkohol bzw. der Verzicht auf Alkohol in der Zeit wirkt, lässt er alle anderen Sachen gleich. Er trägt weiterhin seine Kalorien, er macht weiterhin seinen Sport, er guckt, dass er rechtzeitig ins Bett kommt, die Abende mit seiner Frau trotzdem genießt und so weiter. Und wie gesagt, die einzige Variable, die wir in diesem 30-Tage-Experiment rausnehmen, ist der Alkohol. Wir wollen einfach sehen, was passiert in den 30 Tagen mit seinem Körper, wie verändert er sich, nimmt er überhaupt einen Unterschied wahr, dauert die Entgiftungsphase vielleicht sogar länger als 30 Tage. Josef Geffert spricht davon, dass der Körper ungefähr 12 bis 36 Stunden damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen, je nachdem wie viel man getrunken hat. Und ich glaube, er spricht nicht davon von exzessiven Alkoholkonsum, sondern von ganz normal ein Bier, ein Wein, vielleicht auch beides. Ziel der 30-Tage-Challenge ist es, einfach zu schauen, ob die Fettverbrennung jetzt angekurbelt wird, ob er ein bisschen Gewicht verlieren kann, ob er irgendwas sieht. Da sind wir total drauf gespannt. Wir haben uns nach der Entscheidung für das Experiment gefragt, warum machen das nicht mehr Leute? Warum schafft das nicht jeder für sich? Und sind zu 2 Erkenntnissen gekommen. Das eine, man fühlt sich oft allein und isoliert mit seinen Gewohnheiten. Das zweite, man hört einfach nichts davon. Man sieht ja nur die Lobbyarbeit und die Werbung, die uns vorgaukelt, dass Alkoholkonsum gesellig macht. Aber genau dafür haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen. Du bist nicht allein. Es geht darum, sich bewusst zu werden, dass man kein Versager ist, sondern dass diese Muster uns alle betreffen. Wir laden dich ein. Mach die 30-Tage-Challenge mit uns zusammen. Wenn du auch das Gefühl hast, festzustecken, lass uns die Bremse gemeinsam lösen. Mach einfach mit. Schreib unten in die Kommentare 30-Tage-Challenge. Und sobald die 30 Tage vorbei sind, kommst du zurück und sagst uns, was sich bei dir verändert hat. Und wenn du möchtest, dann schau gerne in unseren Shop vorbei und hol dir dein Statement mit. Du bist nicht allein, um allen zu zeigen, dass du Teil der Gemeinschaft bist. Wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß bei der Challenge. Und wir sehen uns vielleicht mal draußen auf der Straße. Ciao, euer Manuel.